Hat dein Tag zu wenige Stunden? Hast du das Gefühl, dass du nicht genug schaffst? In einem der letzten Videos ging es darum, wie ich mir Ziele setze. Und neben dem Ziele setzen, was überhaupt erstmal die Voraussetzung ist, um irgendwie produktiv sein zu können, sich nämlich Gedanken darüber zu machen, was ist denn eigentlich genau zu tun, ist Priorisieren das Zweite, was du beachten musst, um wirklich die richtigen Dinge zu tun, bevor du dir überhaupt erst Gedanken machen musst, wie du diese Dinge dann richtig umsetzt. Also Effektivität vor Effizienz. In dem Video heute erzähle ich dir, wie du deine Produktivität steigerst, indem du dich für die richtigen Sachen entscheidest, wie du sauber priorisierst und am Ende sogar mit einem klaren Kopf aus deinem Arbeitstag gehst. Hallo, mein Name ist Oliver Münch. Ich bin Business Coach. Auf diesem Kanal geht es darum, gesund und produktiv zu arbeiten. Was das Priorisieren angeht, kann man eine Handvoll Fehler machen. Der erste ist, dass man gar nicht priorisiert, dass alles irgendwie gleich wichtig ist. Und ich denke, damit kommt man definitiv nicht zu mehr Klarheit und mehr Produktivität. Punkt 2 ist, dass es solche Sachen gibt, wie das hat eine Priorität 0. Oder es gibt mehrere Sachen, die Priorität 1 haben. Punkt 3 ist, dass die Prioritäten nicht klar kommuniziert werden. Also sich selbst gegenüber nicht und auch vielleicht dem Team gegenüber nicht. Wenn man Sachen priorisiert für seinen Tag, dann muss man auch Puffer für Ungeplantes einbauen. Das wird passieren, das ist ganz natürlich. Und einer der Fehler ist, dass man dafür keine Zeit vorsieht, sondern alles mit ganz wichtigen Themen vollpackt. Und der letzte Punkt, wenn ich priorisieren möchte, dann gehört es auch dazu, dass ich zu anderen Sachen, die nicht Priorität haben, Nein sage. Zum Thema Nein sagen haben wir auch ein separates Video. Schau da gern rein. Diese Liste mit Fehlern habe ich von einem LinkedIn-Artikel genommen, den ich in der Beschreibung vom Video mit verlinke. Schau gern einfach mal nach. Du schaffst nicht das, was du schaffen willst, oder bist völlig überlastet und weißt nicht, wo du Abstriche machen sollst, dann ist vielleicht unser Coaching-Programm Produktiv und Gesund genau das Richtige für dich. Neben dem Coaching an sich wirst du dort über den gesamten Veränderungsprozess begleitet und erhältst zudem noch Unterlagen über die Methoden und Werkzeuge, die wir einsetzen. Mehr Informationen dazu findest du auf unserer Webseite. Für die schnellsten 10 Kunden bieten wir einen Rabatt von 20% auf das Gesamtprogramm. Ich möchte etwas zur ABCDE-Methode erzählen. Dabei geht es darum, die Aufgaben in bestimmte Kategorien zu packen, die dann bei der Priorisierung helfen sollen. A-Themen müssen gemacht werden. B-Themen sollen gemacht werden. C-Themen können gemacht werden. Aufgaben, die in die Kategorie D fallen, kann man delegieren. Delegierbar. Und Aufgaben, die unter E fallen, sind welche, die zu eliminieren sind. Also die man einfach streichen sollte, weil sie gerade nicht relevant sind oder einfach nicht zu den Aufgaben gehören, mit denen man sich überhaupt beschäftigen sollte. Vielleicht gibt es auch jemanden, der das Ganze unter einer anderen Methode kennt. Also gerade A, B und C und E findet man auch als Moskau-Methode. Da geht es um Must have, Should have, Could have und Won't have. Vielleicht gerade so aus dem Projektmanagement, hat es vielleicht schon mal jemand gehört. Sind also quasi die gleichen Kategorien, nur ohne das Thema Delegieren. Ich habe ein Beispiel mitgebracht, können wir einfach mal schauen, wie ich das dann vielleicht im Alltag mache. Zum Beispiel habe ich eine Projektbesprechung mit meinem Hauptkunden. Da weiß ich ganz klar,
Das ist etwas, das muss sein. Das ist also definitiv ein A-Thema. Die Organisation der Firmenfeier muss jetzt vielleicht nicht zwingend sein. Das ist ein Thema, was passieren kann, wenn ich vielleicht am Ende der Woche noch Zeit habe. Mein Projektfortschritt, einen Bericht dazu zu machen bis 16 Uhr, ist definitiv eine Aufgabe, die sein muss. Und hier sieht man schon daran, dass es natürlich immer sehr subjektiv ist, welche Aufgaben gerade gemacht werden müssen oder welche vielleicht weniger relevant sind. Durchsicht von Angeboten für neue Bürostühle ist wahrscheinlich was ich einfach im Moment komplett sein lassen kann, wenn einfach keine Zeit dafür da ist. E-Mails beantworten ist was, das muss an der Stelle kommen, wo Zeit ist. Und dann stelle ich fest, dass ich eigentlich doch die Firmenfeier gar nicht selber organisieren kann, sondern das an eine Kollegin oder einen Kollegen delegiere. Und das Letzte, was ich noch habe, ist das Meeting für morgen vorbereiten. Das sollte ich heute noch machen. Wenn ich es heute nicht schaffe, dann muss es halt im Zweifelsfall morgen passieren. Das ist also was, wie man diese Methode einsetzen kann. Dabei gibt es noch 2 Sachen, die ich als weitere Tools mit auf den Weg geben kann. Ich muss dabei realistisch vorgehen, wie ich meine Prioritäten festsetze und was ich wirklich schaffen kann. Ein weiteres Tool, was ich dafür benutzen kann, ist die 1-3-5-Methode. Und dabei geht es darum, dass ich überlege, vielleicht für einen Tag, ich kann eine große Aufgabe schaffen, 3 kleine oder mittlere und 5 ganz kleine. Dass ich das auch als Kriterium nehmen kann, zu überlegen, was ist denn wirklich machbar, was ist denn wirklich schaffbar. Ich habe für die Bearbeitung auch von einer Freundin einmal eine Vorlage bekommen, die man im Alltag sehr gut dafür einsetzen kann, so als tägliche Tischvorlage. Und die beinhaltet auch wirklich diese 3 Themen A, B, C. Die Sachen, die zu delegieren sind, die sind einfach schon delegiert. Und die Sachen, die eliminiert wurden, die kommen gar nicht erst drauf. Und das wäre also eine Vorlage, die man zur Vorbereitung auch nutzen kann. Ich empfehle tatsächlich, genau diese Priorisierung am Vorabend zu machen. Am Vorabend deswegen, weil man dann viel realistischer damit umgeht, was man alles schaffen kann, als wenn man das am Morgen macht. Und damit mit einem klaren Plan in den Tag startet, was vielleicht sogar ein guter Tagesabschluss sein kann, weil man genau weiß, wie der nächste Tag aussehen wird und damit Ordnung im Kopf schafft, bevor man ins Bett geht. Wenn man sich mit dem Thema Priorisieren auseinandersetzt, taucht eigentlich relativ häufig die Eisenhower-Methode auf. Auf die bin ich explizit nicht eingegangen, weil ich nicht viele Menschen kenne, die wirklich benutzen. Aber wenn das hilfreich sein kann, für dich zwischen Wichtigkeit und Dringlichkeit zu unterscheiden, dann kannst du auch darauf mal einen Blick werfen. Ansonsten würde mich interessieren, schaffst du es, deine Aufgaben zu priorisieren? Und wenn ja, welche Methode nutzt du dafür? Wie priorisierst du deine Aufgaben? Schreib das gerne in die Kommentare und wir sehen uns im nächsten Video.